Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Das sagte der Literatur-Nobelpreisträger Samuel Beckett. Das heißt auf Deutsch, immer wieder versucht, immer wieder gescheitert. Ist doch egal. Versuch's nochmal. Scheiter nochmal. Diesmal wirst du besser scheitern. Wir sind gerade in Reims. Hinter mir ist die Kathedrale von Reims. Wir haben unsere Tochter Soraya abgeliefert in Paris. Mit 17 Jahren ist sie ausgezogen und lebt jetzt zunächst mal für ein Jahr in Paris. Und natürlich haben wir vorher darüber gesprochen, wie wir das Ganze laufen könnte. Und als Eltern durchläufst du natürlich alle möglichen Emotionen. Du hoffst, dass es gut geht. Du bist stolz auf deine Tochter, dass sie diesen Schritt macht, schon in dem jungen Alter. Und du hast natürlich auch deine Sorgen, ob es gut gehen wird, wird dieses Abenteuer erfolgreich sein. Und natürlich ist das Leben gerade im Moment, inmitten einer Pandemie, nicht besonders gut planbar. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Als unsere Kinder in die Grundschule gegangen sind, gab es immer die Herbstläufe. Das waren so beängstigende, aber auch aufregende Zeiten, wo sie so einen Lauf durch einen Park machen sollten. Und es war natürlich sehr unrealistisch, diesen Lauf zu gewinnen. Aber die Herausforderung und die Ermutigung an sie war immer, ihr Bestes zu geben. Und dass, wenn sie ihr Bestes gegeben haben, dann können sie stolz auf sich sein und sich erfolgreich fühlen. Wie definierst du Erfolg? Acht von 10 Unternehmern, die erfolgreich sind, haben zuvor mindestens eine Unternehmung gehabt, ein Unternehmen gestartet, das sie in den Sand gesetzt haben, mit dem sie gescheitert sind. Offensichtlich gehört zum Erfolg das Scheitern hinzu. Als ich meine Bildungseinrichtung gegründet habe, war das von Tag 1 an sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz hatte ich 6 Jahre vorher ungefähr 15.000 € verbrannt in einem Unternehmen, was gescheitert ist. Und gleichzeitig hat das dazu beigetragen, dass ich überhaupt vorbereitet war, diesen nächsten Schritt zu gehen. Die 2 Freunde, die daran beteiligt waren, haben immer noch den Namen, den sie benutzen für das Unternehmen, aber mit kompletten anderen Inhalten das gefüllt und sind damit erfolgreich unterwegs. Wie definierst du Erfolg? Wenn du akzeptierst, dass zum Erfolg Scheitern gehört, dann kannst du mit Zuversicht und Mut in Unternehmungen gehen. Wenn du eine Haltung von Demut und Lernbereitschaft hast, dann kannst du auch riskante Dinge ausprobieren, wenn du bereit bist, auch zu scheitern. Diese Kathedrale hinter mir wurde 800 Jahre lang gebaut, neu gebaut, wieder aufgebaut. Sie ist mehrmals abgebrannt, Könige wurden gekrönt, sie ist immer wieder aufgebaut worden. Und diese Turmspitzen hier waren in der Planung 140 Meter hoch, im Moment 120 Meter hoch. Im Moment sind sie nur 81 Meter hoch. Das ist immer noch nicht fertig. Dort sollten Turmspitzen drauf. Bis heute hat man das nicht fertiggestellt. Aber weil Leute über hunderte von Jahren immer wieder bereit waren, ihr Bestes zu geben und sich neu zu investieren, würde ich sagen, kann sich das Ergebnis sehen lassen.